Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es gab sehr lange... Oh, das geht gut los. Es gab sehr lange keinen mehr. Und wenn alles gut läuft, gibt es jetzt regelmäßig einen. Ja, ich habe mir überlegt, ich habe irgendwie richtig Bock, euch ein bisschen in meinem Alltag mitzunehmen. Es ist richtig viel passiert im letzten Jahr und es gab relativ wenig Content von mir, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, was eigentlich sehr enttäuschend ist. Aber ich bin jetzt wieder da. Ich habe ganz viel Zeit, um zu vloggen, um Content zu machen. Ich habe einen Podcast gestartet. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut gerne vorbei. Ich weiß nicht wo. In der Beschreibung, in der Infokarte. I don't know, wo ich das... Ich muss wieder reinkommen, okay? Ich muss wieder reinkommen. Aber ich, ja. Wir machen jetzt coolen Shit. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's richtig gut. Tatsächlich bin ich jetzt gerade am Spielen. Ich spiele gerade Genshin und gucke nebenbei Videos. Weil ich auf der einen Seite voll durchstarten will, ganz viel Content erstellen will, aber gleichzeitig auch ein bisschen entspannter das Ganze angehen möchte und nicht wieder so mir 20.000 Sachen auf einmal vornehmen. Mache ich trotzdem. Aber ich möchte... Ja, ich möchte es nicht übertreiben, damit ich dann in 2 Wochen wieder so bin, so, nee, gar nichts machen. Deswegen, ja, mache ich jetzt heute einen entspannten Vormittag. Ich habe aber ganz viel Content vorproduziert, das heißt, ich kann trotzdem ganz entspannt hochladen. Ich habe gerade sogar so viel Content, dass ich bei TikTok und Instagram 3 Videos am Tag hochladen könnte. Werde ich das tun? Das weiß ich noch nicht. Es sind momentan sogar 2 Videos. Lohnt sich also auch da vorbeizuschauen. Ja. So viel dazu. Ich möchte jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen mehr YouTube wieder machen. Also einmal kommt halt... Ich weiß noch nicht genau, wie ich es schaffen werde. Ob der Podcast jede Woche kommt oder jede 2. Woche. Jetzt gerade bin ich sehr motiviert und ich glaube, für den Anfang würde ich auch erstmal einmal die Woche sogar machen. Aber ich glaube, auf längere Sicht ist es realistischer, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich mache eine Woche Vlog und eine Woche Podcast. Vielleicht. Aber jetzt gerade ist das erstmal unabhängig voneinander und ich guck mal, also mit den Vlogs gucke ich gerade mal erstmal, wie das so läuft, ob überhaupt genug Interessantes passiert. Falls ihr übrigens das im Hintergrund hört, ihr hört es mit Sicherheit, das ist mein Hund, den habe ich euch noch gar nicht vorgestellt. Ja, er hat das gefunden, was ich gerade runtergeschmissen habe. Sekunde. Nope. Oh! Ich habe hier meinen süßen Oktopus vom Mikro runtergeschmissen. Da muss ich auch irgendwie noch eine Möglichkeit finden, wie ich den so ein bisschen fixiere, weil der fällt sehr häufig runter und ich möchte nicht, dass der von Pablo auseinandergenommen wird. Aber jetzt stelle ich euch erstmal Pablo vor. Komm mal her, Pablo. Komm mal her. Super, komm her. Sag mal hallo. Hallo, guck mal da. Oh. So sieht man dich doch nicht. Er ärgert mich da. Das ist Pablo. Ein unglaublich anstrengender Hund. Ich habe ihn leider ganz doll lieb und er ist sehr doll süß, deswegen ist er noch bei mir. Ansonsten hätte ich... Es ist schon wieder runtergefallen. Ansonsten hätte ich ihn, glaube ich, schon mindestens 3-mal vom Balkon getreten, aber sowas machen wir natürlich nicht. So, darfst jetzt wieder runter weiterlaufen. Nee, tatsächlich ist das alles ein bisschen anstrengend mit ihm. Das ist eine ganz lange Geschichte, die erzähle ich euch bestimmt irgendwann mal, aber heute nicht. Ich habe gerade sehr viel Hoffnung in den Kastrationschip, den er vor ungefähr einer Woche bekommen hat, dass er dadurch ein bisschen ruhiger wird und ein bisschen mehr auf mich hört und nicht so abgelenkt von allem ist und die Katzen immer angreift, damit ich ein bisschen besser mit ihm trainieren kann und wir ein hoffentlich bald angenehmes Zusammenleben haben, wir 4. Meine Familie wächst einfach immer mehr und ich will das nicht, es ist so viel. Es ist so viel, also... Meine beiden Katzen, ich habe sie super lieb und alles fein, dass sie da sind. Ich möchte sie auf gar keinen Fall missen, aber dass Pablo jetzt noch dazu gekommen ist und ich jetzt aber alleine für ihn verantwortlich bin, weil ich bin ja aus der Beziehung raus. Also wir hatten ihn uns ja gemeinsam geholt damals und ja, jetzt habe ich ihn halt, plus die Katzen und bin ganz allein und das ist viel. Ich werde jetzt erstmal weiterspielen. Also ich muss tatsächlich sagen, diese Wohnung ist zum Vloggen echt nicht so geil. Filmtechnisch ist die total zum Kotzen. Aber ich wollte nur sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen ready gemacht, weil ich habe jetzt gleich noch einen Termin, bin jetzt noch gleich unterwegs. Bring deswegen Pablo kurz zu meiner Oma, damit ich das eben schön alleine machen kann. Und dann, ja, weiß ich noch nicht.
aber noch nicht so wirklich was geplant. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den ganzen Tag nicht wirklich was geschafft und so reingegammelt, aber ich bin trotzdem zufrieden. Also ich habe ja relativ viel Genshin gespielt, ich habe aber auch den Haushalt geschmissen. Ich war mit Pablo draußen, so ist okay. Kann man mal so machen. Ich meine, es ist auch Montag. Es ist Montag, okay? So, wir sind wieder zu Hause. Tiere sind mit Essen versorgt. Ja, ist jetzt nicht so der übelst spannende Tag, um mit Vloggen anzufangen, merke ich gerade. Aber das Spannende in meinem Leben ist ja einfach, dass es irgendwie immer alles so komplett random passiert. Manchmal ist es halt ein bisschen langweilig und ich sitze halt auch sehr viel hier. Ihr werdet mich sehr oft hier sehen. Ich habe keine Ahnung, worauf ich gerade hinaus will. Auf jeden Fall sitze ich jetzt hier wieder. Ich hatte mir eben, ich habe mein Getränk vergessen, ich hatte mir eben noch was zu essen geholt. Und, ach genau, ich wollte euch noch erzählen, dass ich gestern das erste Mal gestreamt habe seit über einem Jahr. Und es richtig cool war. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe richtig Bock darauf, das wieder häufiger zu machen jetzt. Ich weiß noch nicht genau, wie regelmäßig das jetzt wird und ob ich das wirklich auch planen werde oder eher so ein bisschen spontan. Also erstmal werde ich das spontan machen, um wieder reinzukommen und reinzufühlen, okay, finde ich das jetzt gerade cool und nicht sagen, okay, ich mache jetzt einmal die Woche um die und die Uhrzeit und ständig muss ich es dann verschieben oder es fällt aus oder so. Das fände ich einfach auch blöd und unfair. Deswegen möchte ich mich da jetzt gerade erstmal gar nicht so stressen. Vor allem, weil ja auch Streamen nicht mein Hauptcontent ist. Also mein Hauptcontent findet ja auf Instagram, TikTok statt. Vielleicht jetzt halt auch hier auf YouTube, wenn ich das jetzt hier weiter durchziehe und das weiter gut läuft. Aber so Streamen ist eher so, ja, nebenbei einfach so ein bisschen, weil es halt Spaß macht, so mit euch zu quatschen, ein bisschen zu ermitteln. Ich spiele ja Sherlock Holmes, so ein Spiel. Genau, das ist so ein bisschen da mein Ziel, meine Überlegung. Was ich mir jetzt überlegt habe, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich nochmal streame, weil ich echt Bock auf das Game auch habe und irgendwie Bock hatte. Aber ich glaube, das wäre heute nicht so gut, weil ich auch gestern gemerkt habe, dass es schon auch anstrengend für mich ist. Also es ist anders anstrengend, als so ein Video zu drehen, zu vloggen oder so, wenn ich wirklich live bin. Also das raubt mir ganz andere Kraft. Also es ist trotzdem geil, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber es ist eben, also ich persönlich könnte nie Fulltime-Streamer sein, wo ich so jeden Tag streame, mehrere Stunden. Also 1, 2, vielleicht, wenn es gut läuft, 3-mal die Woche. Okay, können wir drüber reden. 3-4 Stunden am Stück. Okay, können wir drüber reden. Vielleicht auch mal länger, wenn es sich ergibt, aber grundsätzlich eher nicht. So. Und ich habe zum Beispiel heute extrem lange geschlafen, obwohl ich eigentlich sogar relativ früh ins Bett gegangen bin und durchgeschlafen habe und gut geschlafen habe. Also ich habe gemerkt, ich war sehr platt davon. Aber ja, ich habe mich deswegen gegen Streamen heute entschieden und habe mir überlegt, ich schnappe mir mal ein Buch. Ich habe dieses Buch, das ist Moonlight Academy von Julia Kuhn. Kann ich voll empfehlen. Ich fand das richtig geil. Das habe ich auch schon gelesen letztes Jahr. Ich habe echt lange dafür gebraucht. Warum? Lange Geschichte. Ja, und ich habe mit Maurice mal wieder gesprochen, weil ich mal wieder richtig Bock hatte, mit dem Content zu machen. Und wer Maurice noch nicht kennt, da habt ihr definitiv was verpasst. Keine Ahnung, ich verlinke euch hier mal irgendwo, glaube ich, einen Vlog, wo wir was zu den Stellari-Chroniken gefilmt haben. Da haben wir nämlich schon mal einige Szenen aus Büchern so nachgestellt und das hat so Bock gemacht, das war so cool. Also es ist natürlich auch relativ aufwendig, weil es, es sind halt einfach aufwendigere Videos, aber es macht einfach voll Spaß und ich habe da gerade Bock drauf. Und deswegen dachte ich mir, schnappe ich mir jetzt mal dieses Buch hier und gucke jetzt mal, ob da vielleicht ein paar coole Szenen sind, die wir so nachstellen können. Und dann machen wir das nämlich nächste Woche und ich freue mich da voll drauf. Ich habe richtig Bock. Vielleicht machen wir auch noch ein bisschen was anderes. Ich überlege mir was. Es soll auf jeden Fall so ein bisschen Acting-mäßig wieder losgehen und halt auch so ein bisschen längere Videos. Also die sind jetzt nicht dann alle nur so 20 Sekunden kurze Szenen, sondern schon so, ja, 1 bis 2 Minuten vielleicht, je nachdem. So Mini-Filmchen, wenn man so möchte. Da habe ich, wird, glaube ich, ganz cool. Freue ich mich drauf. Das ist jetzt gerade so mein Plan. Dann wollte ich vielleicht noch ein bisschen Genshin weiterspielen gleich. Einfach weil Bock. Allerdings muss ich sagen, ich habe unter anderem auch aufgehört. Einmal natürlich, weil ich einen Termin hatte und nochmal los musste. Aber auch, weil ich bei der Quest nicht weitergekommen war und dann frustriert war und aufgehört habe. Ja.
Guten Morgen, beziehungsweise es ist schon Mittag. Ich habe ein bisschen lange geschlafen heute, war gar nicht so geplant, aber war wohl wichtig. Ich weiß nicht, Pablo hat mich auch wahrscheinlich irgendwann zwischen 7:30 und 8:30 einmal geweckt. Da habe ich mich aber geweigert und ja, dann sind wir halt erst um 10 aufgestanden. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg zur Physiotherapie. Es ist nämlich, wie spät ist es? 11:45. Ich bringe jetzt gerade Pablo noch zu meiner Oma, weil den kann ich da halt nicht mit hinnehmen. Und ja, dann geht's ab zur Physiotherapie. Ist mein zweiter Termin. Vom ersten war ich ein bisschen enttäuscht bisher, muss ich sagen. Aber mal sehen, was da jetzt so passiert, weil der erste Termin war halt auch erst so ein Kennenlernen. Was sind jetzt wirklich die Probleme? Was machen wir und so. Genau. Ja, das mit der Kamera, da bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit. Dachte gerade eigentlich, das hält ganz gut, aber da habe ich mich getäuscht. Ja, das heißt, da fahre ich gleich hin und dann hoffe ich, geht's gut danach. Ich bin wieder zu Hause. Physiotherapie war anders wild. Also der hat so in meinem Bauch rumgedrückt, weil irgendwas ist irgendwie wohl mit meinem Hüftbeuger und das war so schmerzhaft. Also es war schon schlimm. Aber ich merke jetzt schon, dass es voll hilft und es besser wird. Deswegen nehme ich das gerne in Kauf, wenn ich dadurch dauerhaft weniger Probleme habe. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, ich habe irgendwie momentan so viele Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Es ist so viel los und gleichzeitig will ich so viel machen und Pläne. Und eigentlich habe ich letztes Jahr eigentlich schon angefangen, aber so richtig so an Silvester, Januarmäßig angefangen zu journalen. Und das ist dann irgendwie wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, nehme ich mir jetzt ein bisschen Zeit. Keine Ahnung, ich will mir jetzt keine feste Zeit setzen. Wenn ich eine Stunde brauche, brauche ich eine Stunde. Und wenn ich in 10 Minuten merke, okay, klappt nicht oder ich bin fertig, dann ist das so. Aber die Zeit möchte ich mir nehmen. Und ich will auch gucken, ob ich da vielleicht wirklich schaffe. Ich habe es schon versucht, aber es hat offensichtlich nicht geklappt. So ein tägliches Ritual draus zu machen, ohne den Zwang zu haben, das wirklich täglich zu machen. Aber dass ich so einmal am Tag dran denke, okay, jetzt wäre Zeit zum Journalen. Habe ich jetzt gerade was? Oder halt nicht. Wisst ihr, was ich meine? Damit es so... Ja, damit mir nicht so random zwischendurch anfängt, ich könnte ja journalen. Also, ne? So. Sondern, okay, möchte ich heute, möchte ich nicht. Und das so aktiv zu entscheiden. If that makes sense. Genau, und danach wollte ich noch ein bisschen so Skripte schreiben und so. Hier habe ich ja gestern schon ein paar Szenen rausgesucht. Die wollte ich einmal rausschreiben, weil ich wollte in dem Buch nicht rummalen und es ins Gras legen und das Buch kaputt machen, weil guckt es euch an, es ist einfach zu schön dafür. Deswegen will ich das hier ein bisschen mehr aufarbeiten. Ich habe jetzt ja auch noch eine Woche Zeit und habe jetzt sonst nicht so krass viel zu tun, dass ich sage, jo, das ist voll die extra Arbeit, die ich nicht habe, die ich nicht schaffe. Ja, das ist jetzt gerade so mein Plan. Es war richtig schönes Wetter, es war super sonnig und ich war schon so, jo, Sonnenbrille raus und voll geiles Wetter wollte ich euch erzählen und zeigen. Und jetzt ist es gerade wieder voll bewölkt und schon wieder fast dunkel, aber es ist auch schon 3:30. Ja. Guten Morgen. Boah, ich weiß nicht, was momentan los ist. Ich habe schon wieder bis 10 gepennt. Bin ja aber ich glaube 10:30 bin ich gestern ins Bett gegangen und habe dann auch um 12, allerspätestens 12:30 gepennt. Also quasi fast 10 Stunden, die zweite Nacht oder sogar dritte Nacht aufeinander. Und das lag nicht daran, dass ich so war, so, boah, ich will nicht aufstehen, ich habe keine Lust, Dinge zu tun, sondern dass ich das Gefühl hatte, dass ich wirklich müde bin. Und das nervt mich, weil das ist zu viel. Ich will eigentlich gar nicht so viel schlafen. Wirklich. Mann. Ich weiß nicht, woran das liegt und irgendwie, ja, mich nervt's. Ich meine, wenn das jetzt halt mal 1-2 Tage so ist, ist das durchaus mal in Ordnung. Dafür bin ich selbstständig und bin dankbar dafür, dass ich das halt einfach so machen kann. Aber gleichzeitig stresst es mich dann auch gerne mal. Ja, naja. Ich habe auch nachher noch ein Date, beziehungsweise, also kein Date, aber ich nenne ihn wie alles an Verabredungen immer Date. Ich weiß gar nicht wieso. Irgendwann ist das mal passiert. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch so macht. Oder ob ich da jetzt irgendwie ein bisschen weird bin. Ich habe mir heute mal einen Mate mal wieder gemacht,
Weil Mate, erstens motiviert mich Mate. Ich kann nicht sagen, warum das so ist. Und ob das Placebo-Effekt ist, glaube ich aber nicht. Weil mir niemand gesagt hat, dass das so ist, sondern ich habe das selber irgendwie gemerkt. Und macht halt ein bisschen wach. Ist halt Koffein, aber das gute Koffein, weil ich weiß nicht, wissen wahrscheinlich wenige, die gerade dieses Video gucken, aber ich trinke eigentlich kein Koffein. Ist aber eine ganz andere Geschichte. Wenn ich aber Koffein trinke, also ich bin mittlerweile ein bisschen lockerer so, aber wenn ich halt trinke, dann trinke ich normalerweise nicht nachmittags oder abends noch und eher so Matcha oder Mate mäßig, weil das halt das bessere Koffein ist und das, also Matcha und Mate kann ich eigentlich echt nur bis 12 Uhr mittags trinken, beziehungsweise wenn ich weiß, okay, ich gehe also bis 12 Uhr mittags, wenn ich so 10 Uhr rum ins Bett gehe. Wenn ich eher 11, 12 Uhr ins Bett gehe, dann verschiebt sich das dementsprechend logischerweise ein bisschen nach hinten. Aber ja, da achte ich eigentlich schon sehr drauf. In Ausnahmephasen, wo ich irgendwie eine krasse Deadline habe und durchziehen muss oder wenn ich einen Umzug habe oder so, ne, da gibt es dann immer noch mal Ausnahmen, aber halt so im normalen Alltag achte ich da eigentlich sehr drauf und ich fahre da relativ gut mit. Deswegen trinke ich jetzt hier mein Mate und hoffe, dass es mir hilft. So Leudis, es ist jetzt gleich 12:30. Pablo sitzt hier unter mir und es quengelt ein bisschen, weil er raus möchte. Wir gehen aber auch jetzt gleich. Ich wollte euch nur kurz updaten. Und zwar habe ich hier am Buch ein bisschen weiter ausgearbeitet. Ich habe 3 Szenen rausgeschrieben, ein bisschen überarbeitet, im Skript zusammengefasst, dass wir nicht halt mit dem Buch arbeiten müssen. Und ich habe mein Podcast-Skript fertig gemacht. Und ich glaube, das ist richtig cool geworden. Eigentlich wollte ich das heute auch noch drehen. Ich weiß jetzt gerade aber nicht, ob ich es schaffe, weil ich wahrscheinlich dann schon um 16 Uhr jetzt verabredet bin. Und jetzt muss ich noch mit Pablo raus, dann waschen, dann fertig machen. Und dann noch drehen. Und fürs Drehen möchte ich eigentlich unbedingt eine Stunde einplanen. Es kann dass er aber auch immer so plötzlich kommt und dann ganz dringend muss, ne? So, ich habe ihm vor 2 Minuten gesagt, gib mir 10 Minuten, dann gehen wir. Ich dachte, er hätte es verstanden. Hat er wohl nicht. Ich habe jetzt gerade den Podcast aufgenommen und Akku hat gereicht. Ich habe 1 Stunde fast aufgenommen. Ich glaube, die Folge wird extrem lang. Habe ich irgendwie gar nicht mit gerechnet. Vor allem, als ich so das Skript geschrieben habe, dachte ich so, vielleicht wieder ein bisschen kurz. But no. Und ich hatte auch noch viel zusätzlich erzählen, zusätzlich zum Skript. Ja, ich bin jetzt ein bisschen spät dran. Werde mich jetzt aber direkt gleich auf den Weg machen zu meinem Date. Und ich denke, ich melde mich dann später, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich bin wieder zu Hause und er war richtig cool. Also war mega entspannt. Wir sind fast 2 Stunden spazieren gegangen. Am Anfang dachte ich so, boah, voll kalt und ich werde frieren, aber es ging eigentlich. Sehr, sehr viel gequatscht. Ich würde sagen, der Vibe hat gestimmt. Habe ich schon erwartet. Nee, war cool. Das habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen, außer, dass ich extrem hungrig bin. Deswegen war ich eben noch ganz fix im Supermarkt und habe mir Ofenkäse mitgebracht und Brötchen. Also ist jetzt noch gerade schnell in der Fritteuse und dann muss ich gleich erstmal was essen. Ich habe wirklich Hunger. Ja, und dann weiß ich noch nicht, entweder schmeiße ich gleich noch spontan den Stream an oder ich fange an, den Podcast zu schneiden oder ich gucke einfach nur ein paar Videos, weil ich auch gerade merke, dass das schon auch irgendwie anstrengend war. Positiv, aber war schon auch anstrengend. Ja, mal sehen, wie es mir nach dem Essen so geht. Ich bin gerade noch im Podcast schneiden. Es ist auch schon 11:15 und eigentlich sollte ich ins Bett gehen, aber es ist mir egal. Ich habe gerade Hyperfokus darauf. Machen wir jetzt weiter, machen wir jetzt zu Ende. Und ich bin gerade so stolz auf mich, ohne Scheiß. Ich habe das so gut gemacht. Ich habe ja ein Skript vorgeschrieben und mir ein Thema überlegt und das ausgearbeitet vorher. Und mir ist dann während der Aufnahme was so Gutes eingefallen. Ich schneide euch das hier einmal rein. Habt ihr einen kleinen Sneak Peek vom Podcast. Könnt ihr euch direkt überlegen, ob ihr die ganze Folge angucken wollt. Wie oft habe ich schon vor der Tür gestanden, habe gewartet, dass die Leute ja nicht aus dem Treppenhaus weg sind, damit ich rausgehen kann. Und es ist eben
selten persönlich gemeint. Also wenn es wirklich am sozialen Akku liegt, dann ist es eigentlich nie persönlich gemeint. Ich möchte das eigentlich streiten, dann ist es nie persönlich gemeint. Dann ist es einfach nur eine Fähigkeit, ein Skill, der kurz gelöscht ist oder das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, wie cool. Das ist dann wie ein Skill, den man hat, für den man aber Mana braucht. Und das Mana ist aber alle. Dann könnt ihr den Skill nicht mehr benutzen. That's it, Leute. That's it. Ja, sozialer Akku, nett sein, Skill. Der Skill braucht halt Mana. Jeder Skill braucht Mana. Also ein Zauber hätte ich vielleicht noch dazu sagen müssen. Naja, egal. Das wollte ich euch gerade einfach nur noch teilen, weil irgendwie habe ich gerade selber beim Gucken wieder so, oh mein Gott, ja, ich fand es richtig relatable, deswegen hoffe ich, dass das bei allen, die den Podcast schauen oder hören, gut ankommt und vielleicht ein bisschen hilft, ein bisschen so das Licht aufgehen lässt. Ja. Ich merke auch, ich bin eigentlich total müde, aber ich will das jetzt fertig machen. Ich will das jetzt nicht so halb fertig hier sein lassen, deswegen mache ich das jetzt noch fertig. Ich hoffe, ich bin vor 12 durch und dann geht's ins Bett. Und dann schlafe ich hoffentlich morgen nicht ganz so lange. Hi. Boah, es ist jetzt schon 1 Uhr. Ich habe mich noch nicht gemeldet, weil ich bin eigentlich heute sogar relativ früh wach geworden, obwohl ich erst um 2 oder so gepennt habe. Ja, ich war sehr spät im Bett, habe dann auch noch Serie geguckt und war nicht müde. Und dann bin ich gleich 8:30 Uhr ungefähr bin ich wach geworden, aber mit Migräne. Ja, das heißt, ich bin kurz aufgestanden, habe was gegessen, habe Tablette dagegen genommen und habe mich wieder hingelegt. Und jetzt bin ich gerade wieder wach geworden. Es ist so gut wie weg, nicht so komplett. Mir geht es noch nicht so richtig gut, aber machen wir jetzt Mittagessen, weil ich habe Hunger. Der Hund ist ultra am Nerven gerade wieder, einfach nur weil ich rede. Ich bin so sauer auf den momentan. Das ist so schlimm. Aber ja, so sieht's aus gerade. Gib gleich erstmal Pizza und dann schaue ich weiter. Ich habe mich jetzt gerade mal zusammengerissen und beschlossen, dass ich mich um dieses schlimme Chaos hier kümmern werde. Es sieht wirklich schlimm aus und es ist wirklich nervig, deswegen werde ich das jetzt aufräumen. Und mich gleich noch um den Podcast-Hintergrund ein bisschen kümmern, weil die Situation gefällt mir auch nicht so ganz. Vielleicht stelle ich dann noch eine Waschmaschine an. Und dann schneide ich noch ein bisschen Videos, glaube ich. Machen wir so, ne? Haben wir keinen Stress. Und das passt gerade noch gar nicht in mein Leben so dazu. Und das würde mich irgendwie stressen und unter Druck setzen, weil wenn ich dann halt wirklich mal einen Tag habe, wo ich sage, nee, mir geht's halt einfach nicht gut. Und ich bin heute gar nicht in Laberlaune, dann kann ich halt sagen, okay, dann drehe ich heute kein Video, aber wenn ich einen Stream angesagt hatte, ist es halt kacke, wenn ich den dann absagen muss. Ich schaffe es 3-mal täglich, meine Meds zu nehmen. Die ganze Woche. Gestern habe ich ein bisschen verkackt, ich habe trotzdem 3-mal genommen, aber ich hatte die nachmittags vergessen, habe die dann abends genommen und dann kurz vorm Schlafen gehen die 3. Ich weiß nicht, ob das so gut war, ob das machen sollte. Ich habe es gemacht, konnte aber nicht einpennen. Ich weiß aber nicht, ob das daran lag oder ob das an was ganz anderem lag. Heute bin ich richtig kacke aus dem Bett gekommen. Ich weiß nicht, ich lag so im Bett und war so, du bist komplett kaputt und müde. Also Pablo hat mich, glaube ich, so 8:30 müsste das gewesen sein, hat er mich geweckt. Also jetzt nicht so ultra früh, aber auch jetzt nicht so super spät, so wie sonst so 10 Uhr teilweise. Nein, war eigentlich eine gute Zeit. Ich habe auch gegen 12 Uhr gepennt, also bin relativ zeitig eingeschlafen, kann man so sagen, gestern. Aber irgendwie lag ich da so und ich war so, boah, nee, heute wird mein Pausetag. Heute mache ich Wochenende, weil gar kein Bock, ich mag nicht, ich will nicht. Dementsprechend habe ich auch extrem lange gebraucht, um so Motivation zu sammeln heute. Keine Ahnung, 8:45 oder so bin ich dann letztendlich aufgestanden, da waren wir dann auch draußen. Jetzt ist es kurz vor 12.
Also ich habe so 3 Stunden mehr oder weniger rumgegammelt, wobei ich habe schon ein bisschen auch Videos geschnitten so nebenbei, aber irgendwie so, ja, sehr langsam und produktiv. Und ich habe rumgesessen und eigentlich war halt heute geplant so aufräumen, ich wollte meine Nägel machen und so ein bisschen so, ja, ich nenne es mal körperlicher aktiv, ne? War ich so, boah, nee, gar nicht. Aber ich hatte halt auch, also doch, ich habe am Rechner theoretisch auch noch gut was zu tun, aber heute Abend kommt mein Vermieter kurz vorbei, weil der irgendwie den ehemaligen Eigentümern hier das Bad zeigen will, wie das renoviert wurde. Und dafür muss es hier halt ein bisschen ordentlich sein und auch so die Katzenklos dürften dringend mal wieder komplett fresh gemacht werden. Wobei ich da nicht weiß, ob ich das heute mache, weil ich das neue Katzenstreu noch im Auto habe und ich habe gar keinen Bock, das hochzutragen. Aber mal schauen. Jetzt gerade habe ich eine Mate getrunken und bin jetzt relativ motiviert. Ich werde jetzt ein bisschen aufräumen. Ich weiß noch nicht, wie ordentlich es sein wird. Wichtig ist ja auch vor allem Eingangsbereich und Bad, zumindest für das heute Abend. Und der Rest ist jetzt auch nicht so super viel. Aber ich habe ja gestern auch schon angefangen, so Schreibtisch zum Beispiel ist einigermaßen ordentlich. Ist auch schon wieder chaotisch. Passiert schnell bei mir. Aber ja, das ist jetzt gerade so der Plan. Diese Regenbogen-Dinger. Ich liebe ja nichts mehr als Suncatcher-Folien. Es ist so schön. Macht einfach glücklich. Hallo Yuki. Selim einfach Sunny Cat. Guck mal, wie er angestrahlt wird. Wie hübsch. Mega cute. Aber beide mega cute. Ja, jetzt ist sie, ne? So. Fertig. Aufgeräumt. Ordentlich. Ich sehe gerade irgendwie hier, dieses Zimmer sieht am schlimmsten aus. Trotzdem noch, aber ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich erstmal eine Runde mit Pablo machen. Es ist 13 Uhr. So seine Zeit, wo er dann meistens raus muss. Das heißt, wir machen gleich noch ein kleines Ründchen. Und dann gucke ich mal, ich glaube, also erstmal mache ich einen Clip für heute Nachmittag fertig, weil die Podcast-Folge ja online geht. Und ja, ich bin hyped. Ich bin super gespannt, wie diese ankommt. Und danach mache ich vielleicht noch ein paar Skripte oder so, mal gucken. Ich könnte auch einfach gleich meine Nägel machen. Aber habe ich irgendwie auch gar keinen Bock drauf. So, ich habe jetzt doch meine Nägel gemacht. Jetzt sind sie wieder schön. Hallo, Fokus. Ja, Moment, ich zeige euch mal das Chaos, wie das hier immer so aussieht, wenn ich meine Nägel mache. Da ist, also, ja. Kurz gesagt, es sieht halt einfach schlimm aus. Das räume ich jetzt gleich ganz schnell auf. Dann gehe ich ganz fix kurz mit Pablo raus und dann kommt gleich nämlich mein Vermieter vorbei. Gar keinen Bock darauf, aber it is how it is. Aber ich möchte gerne vorher mit Pablo raus, weil kein Bock, dass er dann weg ist und dann muss ich raus und dann steht er irgendwie vielleicht noch draußen oder so. Gar keinen Bock auf die Interaktion, deswegen gehe ich jetzt gleich ganz schnell, auch nur ganz kurz raus. Und dann muss ich nämlich danach erstmal nicht. Genau. Klasse. Super. Sehr gut. Ja, super. Super. Alles gut. Ja, einmal schütteln. Guckt euch an, wie hübsch er jetzt ist. Dieser Hübschi. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich heute noch gar nicht gevloggt habe.
Irgendwie ging der Tag ultra schnell um und ich habe mich voll auf mal wieder Kurzform Content konzentriert, dass ich da mal wieder ein bisschen was drehe. Habe damit auch angefangen und bin mittendrin eigentlich und dann habe ich vergessen zu vloggen nebenbei. Pablo fiebst gerade, der muss glaube ich ganz dringend raus, deswegen beeile ich mich jetzt auch, weil wir wollen jetzt was zu essen holen und ja, das machen wir jetzt. Wir sind zurück. Wir haben gegessen, wir haben gedreht, coole Sachen gemacht. Irgendwie heute ein langweiliger Tag, wo ich irgendwie viel gemacht habe. Aber irgendwie komplett unspektakulär. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ja, es ist Sonntag. Ich habe heute eine Morgenroutine gefilmt. Für Insta, TikTok, Shorts. Und ja, ich glaube, die wird ganz cool. Ich wollte es schon vor lange machen und habe es aber nie gemacht, weil ich dachte, okay, ich habe nicht wirklich eine Routine, so eine Morgenroutine. Ist Bullshit. Doch, ich habe eine. Ich mag sie nicht und ich möchte sie irgendwie verbessern, aber ich habe eine und habe gemerkt, so blöd ist sie auch gar nicht. Nur ich möchte noch so ein paar Steps irgendwie einbauen, verbessern, mal gucken, was ich da so mache. Beziehungsweise ich hätte auch gerne verschiedene Morgenroutinen. So Low-Level Energy Morgenroutine, Extremely High-Level Energy Morgenroutine so, ne, unterteilt, weil manchmal stehe ich morgens auf und ich bin krass motiviert und habe richtig Bock, so wie heute. Da schaffe ich es dann auch meistens eher mitzufilmen und durchs Filmen mache ich dann sogar noch mehr, weil ich mir so denke, oh cool, ne, und dann kann ich hier und bla. Motiviert mich einfach so ein bisschen. Oder ich stehe halt manchmal morgens auf und denke mir so, boah, Essen machen schon anstrengend. So. Und da ist dann zum Beispiel halt auch ein Unterschied, wenn ich halt motiviert bin und Bock habe, dann mache ich halt direkt morgens schon eine relativ große Runde mit Pablo. Da sind wir dann schon so 20 Minuten unterwegs, direkt nach dem Aufstehen halt. Und ich mache mir ein cooles Frühstück und ja, nehme mir da einfach so mehr Zeit. Wenn ich aber halt dann schon morgens aufstehe und mir so denke, nee, gar keinen Bock auf gar nichts, dann gehe ich teilweise direkt nach dem Aufstehen nur kurz mit Pablo raus, lasse ihn pinkeln und dann gehen wir erst wieder rein und dann gehen wir irgendwie 1-2 Stunden später halt erst eine Runde. Und das ist halt für mich so gerade so mit ADHS, Depressionen mäßig sehr wichtig, dass ich mich da dann auch nicht stresse und sage, jo, ich habe jetzt aber diese Morgenroutine und ich muss die machen. Gleichzeitig brauche ich aber eben auch Routinen, an denen ich mich festhalten kann und wo ich ja auch einfach weiß, okay, das habe ich zu tun. Aber ich kann eben, also es ist halt unbefriedigend an super motivierten Morgenden, wenn ich dann nur so 3 Sachen in meiner Routine habe. Weil ich mir so denke, ich will mehr machen, ich habe Bock und ich bin motiviert. Und andersrum ist es aber halt auch extrem kacke, wenn ich so eine endlos lange, detaillierte, anstrengende Morgenroutine habe und dann aber morgens aufstehen und denke, boah, ich will am liebsten gar nicht aufstehen so. Deswegen ist es halt wichtig, dass ich da so verschiedene Möglichkeiten habe und morgens entscheiden kann, okay, ich mache jetzt das oder ich mache das oder ich mache das. Und nicht, okay, ich habe jetzt diese Routine und die ist gerade voll überwältigend oder ich habe diese Routine und die ist gerade komplett not stimulating. Da muss ich mich mal aktiv tatsächlich ein bisschen ransetzen. Ich habe momentan eigentlich meistens Low-Energy-Morgende. Also heute war tatsächlich mal ein guter, weil ich mir aber auch gestern Abend schon überlegt habe, okay, ich möchte heute diese Routine filmen. Es hätte aber auch sein können, dass ich aufstehe und mir denke, oh mein Gott, nein, ich mache es auf gar keinen Fall. Habe mich auch am Anfang ein bisschen dazu überwinden müssen, was ja aber auch nicht schlecht ist. Also es kann ja schon auch manchmal ein bisschen eine Hürde sein. So eine ganz kleine Hürde, wo man so drüber springen muss. Nicht mal springen, sondern man muss einfach einen größeren Schritt machen, das Bein ein bisschen höher heben. Das ist dann auch okay. Das ist gut. Das hilft mir dann ja auch wieder aus diesem so rauszukommen. Nur ich darf halt nicht springen müssen. Ne? So, does that make sense? Gerade habe ich noch mein Podcast-Cover ein bisschen überarbeitet. Ich finde es irgendwie cool, aber irgendwie bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Ich weiß noch nicht so wirklich. Ich finde es auf jeden Fall schon mal besser als das, was ich vorher hatte. Das war aber auch nur so schnell, okay, ich mache mal eben was und ja, sieht ganz gut aus, aber irgendwie war ich nicht so ganz zufrieden. Ich zeige euch das mal einmal. So sieht es jetzt gerade aus. Ich finde es ganz cool. Ich weiß aber auch gerade nicht so ganz genau, was mich genau stört. Ich denke mal, wenn dieser Vlog online kommt, ist das soweit fertig und auch schon ausgetauscht. Und dann kommt morgen
quasi, also wenn ihr das hier seht, kommt morgen die erste Podcast-Folge hier online. Ich hatte die erst auf meinem anderen Kanal hochgeladen und habe mir dann aber überlegt, okay, irgendwie passt der neue Content, den ich jetzt machen will, gar nicht so zu meinem alten. Deswegen sind wir hier auf einem neuen Kanal. Deswegen lade ich halt die ersten beiden Folgen von dem anderen hier erst hoch. Das heißt, morgen kommt die erste, übermorgen kommt die zweite und am Freitag kommt dann die neue 3. Folge. Falls ihr die schon gesehen habt, die ersten beiden Folgen, würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr nochmal drauf geht und sie euch einmal anschaut. Von mir aus auch nebenbei laufen lassen und gar nicht hingucken oder so. Einfach, für den Algorithmus, you know.